Herzlich willkommen am Mutter-Kind-Bunker und Gasspeicher in der Fichtestraße in Kreuzberg. Mein Name ist Sascha Keil, ich bin Angestellter beim Verein Berliner Unterwelten und hier Betriebsleiter. Wir zeigen hier und an weiteren etwa 10 Standorten Geschichte zum Erleben und Anfassen. Dieser Steingasometer, später Fichtebunker, 1883 erbaut, und er versorgte neben dem Vergnügungsviertel Hasenheide hier am Ende der Straße im Volkspark im gleichnamigen auch die Gaslaternen hier an der Straße. Auch heute haben wir hier noch Gaslaternen stehen, und das war der Beginn der Entwicklung des Gasversorgungsnetzes für Berlin. Man sieht noch die Haltestangen für Reparaturen, wo man die Leiter anlegen konnte, die Glühstrümpfe, den Zündmechanismus, den Mast selber, da gab es verschiedene Modelle. Und das ist eine der Laternen, die noch mit Gas gespeist werden. Nach dem Plan der Senatsverwaltung und Beschluss werden jährlich etwa 3.000 Gaslaternen von derzeit noch 30.000 auf LED-Beleuchtung umgerüstet. Das entscheidende Jahr für die Industrialisierung Berlins ist eigentlich das 1679, als der große Kurfürst Wilhelm I. Befiehlt, dass in jedem dritten Hauseingang eine Lichtquelle die Berliner Straßen zu beleuchten hat. Und als die ersten Öllampen in den Hauseingängen auf den öffentlichen Straßen und Plätzen erleuchten, da muss sich auch jemand darum kümmern, abends die Lichter zünden und morgens löschen, muss sie reparieren, warten, befüllen. Und dazu wurde dann 1803 die Erleuchtungsinvalidenkompanie ins Leben gerufen. Sie bestand aus 60 Mannschaften, die also die Laternen in einem quasi militärischen Zeremoniell zündeten. Dann waren es 5 Unteroffiziere und ein Feldwebel. Die Fenster, die heute am Gasometer noch zu erkennen sind, die dienten zu Gasometerzeiten ab 1883 tatsächlich, um Tageslicht reinzubringen. Es gab zwischen der Innenkonstruktion des Gasspeichers und dem Mauerwerk, was so typisch ist für ihn, einen schmalen Laufgang, wo man Reparaturen, Wartungsarbeiten durchführen konnte, und da fiel das Tageslicht auf diesen Steg. In der Kriegszeit war das natürlich eine Schwachstelle und man hat sie durch Beton verschlossen. Der Gasometer diente bis 1937. Er wurde dann als leerstehendes Industriegebäude im Rahmen des großen Bunkerbauprogramms für Berlin und andere Städte wiederentdeckt sozusagen und umgenutzt, nämlich umgebaut 1941 bis 1942 zu einem Mutter-Kind-Bunker mit 6.500 Schutzplätzen. Der Fichtebunker hat 6 Etagen. In der Kriegszeit waren diese Etagen mit jeweils 5 Aufsichten ausgestattet. Vor einer stehen wir jetzt. Und dieser kleine Raum war gleichzeitig technische Schaltzentrale, aber auch Kommunikationszentrale. Da saß ein Luftschutzhelfer, da gab es Hitlerjungen und andere Helfer, die da den Verkehr regelten. Das war auch gleichzeitig die Rezeption für die Zeit der Bunkernutzung durch Mutter und Kind. Das Schiebefenster und die Tür dienten als Zugang. Hier hat man sich in Schlange angestellt, den Schlüssel für die Kabine empfangen. Man konnte Meldungen von außen empfangen über den Volksempfänger, Drahtfunk, Telefon, hat die über Lautsprecher weiterverteilt, damit die Menschen hier informiert waren, wann sie den Bunker wieder räumen können. Man sieht sehr schön die bauliche Güte mit den Armierungsstahlstäben. Man sieht den Stahlbeton freigelegt in der Mischung, und wir haben hier eine Außenwandstärke von 1,80 Meter etwa im Durchschnitt. Ein Luftbild über Kreuzberg, ein B-17-Bomber in der letzten Kriegsphase. Wir sehen deutlich das Rondell vom Tempelhofer Flughafen, unweit von hier an der Fichtestraße. Dann haben wir die Gasometer oben rechts in der Ecke des Schwarz-Weiß-Bildes. Davor haben wir mal dargestellt, was die Auswirkungen einer Explosion auf eine Stahlblechtür sind und die Zerstörung angedeutet. Und an der Decke hängen 2 Bombenkörper, einmal eine leichte Fliegerbombe, eine russische und darüber eine britische Stabbrandbombe.
Die hat man auch in dieser Reihenfolge auf die Städte abgeschmissen, im ganzen Kriegsschauplatz Europa und darüber hinaus. Und die Bomben, Druckwelle und Splitterwirkung sollten also die Gebäude zerlegen, zerstören und öffnen. Und wenn das dann also so ein hohler Kaminschlot ist, im Grunde genommen, folgten in der nächsten Welle die Brandmittel und die Stabbrandbomben gefüllt mit gepresstem Thermit. Die haben dann sehr heiß und sehr lange und hartnäckig gebrannt, sodass die also auch schlecht zu löschen waren. Wir stehen in einer von 3 Luftzentralen im Kern des Fichte-Bunkers. Von hier aus wurde die lebenswichtige Luftversorgung gesteuert. Es gab bis zu 20.000 Kubikmeter Luft pro Stunde, die da aus den großen Ventilationsschächten rauskamen, das Ganze mit Elektromotor angetrieben über Riemen und grob vorgefiltert im Normalluftzustand. Es gab dann, so wie heute bei modernen Schutzanlagen, auch damals schon, verschiedene Betriebszustände. Unter Schutzluft waren eben dann alle 2 Etagen noch eine Filteranlage dazwischen geschaltet, die die Luft von Brandgasen reinigen sollte. Man muss zur Versorgung dieser Menschen, die ja ständig weiteratmen, auch sauerstoffreiche Außenluft hier eintransportieren. Die wird meistens dann noch gekühlt und vorgefiltert. Und hier haben wir so ein Überdruckventil, was also Teil dieses Prozesses war. Hier haben wir mal die Schlafsituation dargestellt, wie sie in der Kriegszeit war. Es gab Holz- und Metallbetten, erst 2 Stock, dann aus Platzmangel 3 Stockbetten. Das ist ähnlich wie eine Jugendherberge, sehr spartanisch eingerichtet. Und die Kinder, gerade die Kleinen, wollten dann immer oben hin. Da waren sie auch sicher, hatten guten Überblick. Und so haben uns die meisten Zeitzeugen die Situation geschildert. Es gab auch für den Bau von Bänken, Einrichtungsgegenständen, Betten und so weiter, gab es entsprechende Anordnungen, Bauanleitungen auch. Das waren also oft Standardeinrichtungen. Der Fichte-Bunker war nicht nur aufgrund seiner Größe, sondern auch aufgrund vieler Details in seiner technischen Ausstattung keine gewöhnliche Schutzanlage für Berlin, sondern eine sogenannte Muster- und Propagandaanlage, die man gerne auch vorgezeigt hat. Ungewöhnlich ist auch, dass wir hier einen von insgesamt drei Lasten- und Personenaufzügen haben. Die Schächte wurden bereits mit dem Umbau zum Bunker 1942 bereits eingefügt und wir können ihn zum Beispiel auf unserer Spezialtour zur Gebäudetechnik heute noch zu Anschauungszwecken hoch und runter fahren lassen. Wir stehen hier an einem von 2 Sanitätsräumen, die der Fichte-Bunker hatte. Es gab Vorschriften für die Bunkereinrichtung, zum Beispiel ab 1000 Schutzplätze, die man haben wollte, musste eine solche Sanitätsstation eingerichtet werden. Und die Wandanschriften, auch das Rote Kreuz zum Beispiel, die Funktion des Raumes an sich haben wir erst entdeckt, als wir die Elektroleitungen, die alten nachverfolgten, die Beschriftungen entdeckten, durch Restaurierungsarbeiten die Farbverläufe freilegten und in Dokumenten und Zeitzeugenaussagen. In diesem Sanitätsraum wurden Leichtverletzte, also später Splitterverletzungen, solche Geschichten, aber auch ältere Menschen oder Kinder behandelt. Es ging um kleinere Geschichten, keine großen Eingriffe. Die großen Eingriffe, Operationen und Behandlungen hat man in speziellen Krankenhausbunkern direkt am Krankenhaus durchgeführt. Die Puppe, die im Bettchen liegt, das ist Christel, die wurde uns überlassen von einer älteren Dame aus der Kriegszeit, die, man sieht es an dem Originalfoto an der Wand, hier mit ihrer Mutter, einer Krankenschwester, in dieser Sanitätsstation an der Fichtestraße immer mitkam und zum Trost, zum Spielen durch die ganze Kriegszeit und darüber hinaus diese Puppe mitschleifte. Immer häufiger und länger blieb also der Strom und damit auch das Licht weg. Und man musste in diesem wichtigen Funktionsraum auch einen Verband zum Beispiel zu Ende anlegen, um eine Blutung zu stoppen oder irgendeine Behandlung zu Ende führen. Und dafür gab es hier eine spezielle Wand- und Deckenfarbe, die nachleuchtet. Das ist im Wesentlichen Schwefel, was wir hier mal im Labor analysieren ließen. Und diese Farbe, die speichert Lichtenergie. Wenn der Strom also ausfällt, das können wir mal demonstrieren, so einen simulierten Luftangriff, dann trat die in Aktion.
Wir haben das Ganze jetzt im Effekt mit Schwarzlicht. Nach 70 Jahren ist die Farbe natürlich stark verbraucht, mit Schwarzlicht angeregt. Und man sieht sehr deutlich, dass man die Pfeile zum Ausgang erkennen kann. Man hat gewisse Nachleuchteffekte hier von der Decke und man kann also die Hand vor Augen, aber auch Gesichter, Technik, Instrumente, Einrichtungen, alles erkennen. Und damit konnte man die Behandlung hier fortführen, bis dann hoffentlich nach ein paar Minuten der Strom wieder anging. Wir kommen jetzt in den Technikbereich. Links runter geht es zum Heizungskeller, wo die Wärme erzeugt wurde durch heißen Wasserdampf im Gebäude. Und geradeaus haben wir die Energiezentrale mit der lebenswichtigen Stromversorgung durch einen Universaldiesel. Glöckner Humboldt-Deutz hat diese Maschine 1942 in einem Stück angeliefert. Über einen Anhalter Bahnhof und einem entsprechenden Tieflader wurde der Dieselmotor hierher verbracht, unter freiem Himmel auf sein Fundament aufgesetzt und dann mit einem eigenen kleinen Bunkeranbau überdacht und geschützt. Und diese Maschine hat den Menschen im Krieg, aber auch danach sicher sehr oft das Leben gerettet. Sie musste durch die Zerstörung der Infrastruktur, durch den Bombenkrieg über Berlin mehrfach und immer häufiger und länger laufen. Und sie läuft tatsächlich auch heute wieder. Es gab rund 400 Toilettenkabinen im Fichte-Bunker. Bei 6.500 ursprünglich eingeplanten Schutzplätzen ist das eine gute Quote, geradezu luxuriös. Später teilten sich hunderte Menschen irgendeinen Behelf, einen Notbehelf, irgendeine Nottoilette. Und ich habe vorhin erwähnt, die Musteranlage, den Propagandacharakter dieser Anlage. Wir sehen hier wieder so ein bauliches Detail, was das belegt, und zwar am Boden. Und am Boden haben wir Terrazzo-Boden. Also man hat diese aufwendige Materialwahl und Herstellungsweise hier genutzt, statt einfachen Beton um sich herum zu haben. Und das hat uns schon sehr verwundert und hat uns immer näher zu dieser Musteranlage geführt. Hinter diesen schweren Toilettentüren war die einzige Privatsphäre in einem immer stärker befüllten Bunker. Am Anfang waren 6.500 Menschen geplant. Am Ende des Krieges wissen wir, dass es über 30.000 Menschen in diesem Gebäude waren, die hier Schutz gesucht haben und fanden. Und der Nachteil dieser Privatsphäre war am Ende des Krieges eben, dass die Menschen auch mit ihrer Verzweiflung, ihrer Sorge allein waren, hatten oft die ganze Familie verloren, wussten nicht, wie es weitergeht, was sie für Gefahren erwarten, wenn die Soldaten kommen. Und viele Menschen haben an solchen Orten auch ihrem Leben ein Ende gesetzt. Wir sind jetzt im Untergeschoss des Fichte-Bunkers, also wirklich in den Unterwelten. Die gibt es auch hier, und schauen auf ein Diorama. Das ist eine Art Szenenbild, was wir hier aufgebaut haben, um die enorme Kriegszerstörung Berlins und anderer Städte hier nochmal darzustellen. So schlimm sah Berlin auch nach den Häuserkämpfen aus. Es waren also bis zu 70%, je nach Bezirk, der bewohnbaren Fläche zerstört. Und man musste die Menschen unterbringen. Wir sehen also hier den Kriegsschrott, von dem gab es reichlich. Die Menschen mussten erstmal recyceln, was eben da war. In den Geschäften, in der Produktion war alles zerstört. Das ist der Kontrast, den wir hier auch ein bisschen schockartig natürlich nochmal darstellen bei den Besuchern. Und wenn man ein paar Meter weiter nach rechts schwenkt über den Mittelgang, dann haben wir nach der massiven Zerstörung durch den Krieg die Hoffnung auf der anderen Seite und den Wiederaufbau. Die Menschen wollten an ihrer Stadt festhalten. Sie haben alles benutzt, vor allem eben diese Steine. Wenn man sie vom Mörtel befreit, aufschichtet, dann hatte man also im Stadtbild dann oft ganze Straßenzüge mit Hunderttausenden von diesen Backsteinen, die man dann wiederverwertet hat, um Gebäude zu reparieren, die kriegszerstört waren, oder ganze Straßenzüge neu zu errichten. Eine weitere Besonderheit hier im Fichte-Bunker ist, dass im Untergeschoss im Keller ein Zellentrakt eingerichtet wurde. Bereits 1942 wurden hier die Insassen der umliegenden Polizeireviere in Kreuzberg über die Bombennächte eingesperrt, damit sie nicht im Trümmerchaos entkommen können. 8 bis 10 Mann wurden in diesen Zellen
über die Bombennächte eingeschlossen und sicher verwahrt und an der Flucht gehindert. Die Zelle hat die Originaleinrichtung, tatsächlich war nichts weiter drin als vielleicht etwas Stroh, und 8 bis 10 Mann mussten sich dann da diesen Platz teilen. Es gab einen Eimer für die Notdurft, keine Toilette, keine besondere Ausstattung, keine Möbel, Betten oder sowas, dafür war kein Platz. Die Gefängnistüren, die hier Verwendung finden, sind die ältesten Exponate, die wir haben im Fichte-Bunker, Baujahr 1912, die sind also schon sehr alt und selbst heute noch hier und in anderen Gefängnissen, auch aktiv betriebenen Gefängnissen, im Einsatz. Eine sogenannte Tegelerschließung. Man kann zum Beispiel durch den Riegel oben in dem Schließkasten direkt sehen, welchen Verschlusszustand die Tür hat. Sie waren sehr einfach, robust und halten, wie gesagt, seit 100 Jahren und mehr schon durch. Ja, nach dem Krieg wurden die Zeiten besser, auch die Ausstattung und die Bedingungen hier in dem Gefängnis. Denn das Zellengefängnis im Keller des Fichte-Bunkers wurde auch in der Nachkriegszeit genutzt. Zunächst kamen die Amerikaner hierher, im Spätsommer 1945 übernahmen Kreuzberg zu ihrem alliierten Sektor und richteten hier ein Militärgefängnis ein. Und die letzten Nutzer, ganze 4 Jahre, von 1948 bis 1952, waren jugendliche Berliner, die hier Wochenendarrest verbüßten. Das war eine Außenstelle der JVA Tegel. Das ist die Registratur, die ursprünglich auch am Haupteingang an der Fichtestraße stand. Und diese Registratur spielt vor allem in der Übergangszeit zwischen Kriegsende 1945 und Nachkriegszeit in der Nachnutzung des Fichte-Bunkers eine Rolle. Denn hier haben sich bis zu 1600 Menschen am Tag angestellt, um in dem kriegszerstörten Berlin in der Notzeit danach sich in Listen der Überlebenden einzutragen, für die Familienzusammenführung, ein Obdach suchten für eine Nacht, ein Bett in einem Gebäude immerhin, was als eines von wenigen in der Umgebung durch Stahlbeton eben nicht kriegszerstört war. Und 600 Schlafräume gab es hier. Das Gebäude wurde ja 1883 als Gasspeicher gebaut und 1941 bis 1942 in etwa 12 Monaten Bauzeit zu einem Mutter-Kind-Bunker umgerüstet. Und es ist eigentlich durchgehend in Benutzung bis 1988. Das ist die Zeitreise, die sich da insgesamt abspielt, wenn man uns besucht an diesem Standort. Und wir sind jetzt in den 50er, 60er Jahren. In den 40er Jahren ist Berlin noch sehr zerstört. Man räumt die Stadt auf, aber immer noch braucht es Gebäude, wo Menschen unterkommen können. Dazu kommt auch noch der Bevölkerungsdruck aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten, die dann eben polnisch und russisch oder sowjetisch verwaltet werden. Schlesien, Ostpreußen, Pommern, hunderttausende Menschen kommen durch Berlin durch das schwer kriegszerstörte Berlin. Und man braucht für die Nahrung, Unterkunft, Verwaltung, alles, was ansteht. Darunter sind auch wieder Kinder, die hierher kommen. Also der Mutter-Kind-Bunker nimmt wieder Kinder auf und die muss man auch tagsüber irgendwie beschäftigen und versorgen und betreuen, während die Eltern versuchen, sich bei Behörden und anderen Papiere zu besorgen und ihr Leben neu einzurichten. Man hat die Menschen hier anfangs für Tage, dann für Wochen, Monate und später Jahre untergebracht und hat eben hier eine Kleinstadt auch eingerichtet für die Menschen, die hier lange sind. Dazu zählt eben auch die Kinderbetreuung und wir haben diese Originalwandbilder im 2. Obergeschoss des Fichte-Bunkers wiederentdeckt und hierher kopiert. In den 40er Jahren wird der Fichte-Bunker zum Notquartier und zur Heimstätte für ausgebombte, heimatvertriebene Kriegsheimkehrer, Flüchtlinge und ganze Familien starten hier ihre Existenz neu. Es ist Außenstelle des Notaufnahmelagers Marienfelde. In den 50er Jahren dominieren eher die gesellschaftlichen, ja man kann sagen Randgruppen, die Schwachen, die auch nach dem Krieg teilweise nicht wieder auf die Beine kamen. Das sind alte Menschen ohne Familienanschluss und zum Schluss die Wohnungslosen, die sich hier gegen eine geringe Tagesmiete etwas Normalität verschaffen konnten. Sie durften die Sanitätsstelle nutzen. Sie haben die Duschen und Toiletten nutzen können, hatten eine Kabine zum Schlafen und kamen hier zur Ruhe. Die Wohnnutzung des Fichte-Bunkers endet im Oktober 1963 erst. Also fast 20 Jahre nach Kriegsende wurde der Fichte-Bunker noch für Bewohner genutzt und es ziehen nach wenigen Wochen Reinigung und Aufräumen neue Nutzer ein hier. Das sind aber keine Menschen, sondern Ölsardinen, Brechbohnen, Dosenobst. Es ist die Zeit des Kalten Krieges und der Fichte-Bunker wird Standort der sogenannten Senatsreserve nach der Berlin-Blockade. 1988 endet hier schon diese
Senatsreserve Einlagerung. Der Brandschutz reicht nicht mehr aus. Ein Jahr später ist der Kalte Krieg vorbei, die Mauer fällt und es kehrt hier erstmal Ruhe ein. Es wächst das Gras um das Gebäude, es verfällt. Es steht zwar dann in den 90ern unter Denkmalschutz, aber das heißt noch nicht, dass sich jemand kümmert. Und erst 2006 kommt wieder Leben und Inhalt in die Ideenfindung, die vorher stattgefunden hat. Eine Gruppe Statiker, Architekten, die heutigen Eigentümer, kaufen das Grundstück mit Bunker, der zufällig draufsteht, und sie sprechen uns an, holen uns ins Boot, die Berliner Unterwelten, um das Ganze als Geschichtsort mit einer Ausstellung zu füllen und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Und seitdem machen wir hier Touren, abzüglich der Corona-Zeit natürlich. Seit 13 Jahren arbeiten wir hier mit einer tollen ehrenamtlichen Mannschaft. 20 Jahre gibt es den Verein Berliner Unterwelten bereits. Als diese Tasse entwickelt wurde, inzwischen sind es 23 Jahre. Und wir hoffen, dass wir natürlich auch nach diesem schweren Jahr unsere Arbeit für die Berliner Stadtgeschichte fortsetzen können, für die 500 und mehr Vereinsmitglieder, für unsere zuletzt 360.000 Besucher und diesen Standort auch halten können.